Im Schatten der Nürburg liegt die legendärste Rennstrecke der Welt, die Nordschleife. Seit fast 100 Jahren windet sich das 20 Kilometer lange Asphaltband durch die Eifel. Heute ist der Tag gekommen, an dem sie Großes erleben wird. Ja, es gab ja diesen Kommentar in dem YouTube-Video. Alex Bloch hat den Claas Xerion erklärt und ihr habt kommentiert, ob es damit eine Fastlap gibt. Ihr schreibt, wir machen. Heute wird gefahren. Ja, und daraufhin habt ihr mich jetzt kontaktiert. Ich habe meine Kindheit mehr oder weniger in der Eifel verbracht, bei Verwandtschaft. Und jetzt haltet euch fest, die hatten einen Porsche-Trecker. 25 PS, Zweizylinder, ein wunderschönes Gerät. Und mit dem Traktor, da war ich 8, 9 Jahre alt, dann durfte ich damit immer fahren. So im Wald, ja, illegal natürlich, aber es hat alles funktioniert. Und ich hatte wirklich damals das war ja das erste Gefährt, wo man mitfahren konnte, und dann war wirklich lange Zeit mein Traum, ich wollte Landwirt werden. Also von daher habt ihr mit mir heute schon den richtigen Mann. Das richtige Gefährt für die schnelle Runde auf der Nordschleife heißt Claas Xerion 5000 Truck VC. Ein Kraftpaket mit 7,16 Meter Länge, knapp 4 Meter Höhe und 3 Meter Breite. Ein Systemtraktor, der für den harten Einsatz auf dem Feld konzipiert ist. Heute muss er andere Qualitäten zeigen. 12,8 Liter Hubraum, über 500 PS, Maximalgeschwindigkeit 50 km/h. Also mit den 520 PS, da hast du mich jetzt noch nicht vom Hocker gehauen, obwohl ich glaube schon jeder einschätzen kann, für einen Traktor ist es schon verdammt viel. 2600 Newtonmeter hatte ich noch nie. Nee, das ist Rekord. Ja. Wie viel Tonnen wiegt der? 17? Pass auf, das ist ja so ein Ding, ne? Wenn wir hier Rennen fahren, dann wird ja, da gibt es ja eine Balance of Performance bei den GT3-Autos. Und das ist ein Skandal, wenn die uns 10 oder 15 Kilo reinpacken. Ja? Und jetzt wird mir immer bewusst, welche Sorgen wir da haben mit den Rennautos. 17 Tonnen! Alter, ey. Da muss ich ja aufpassen, dass wir nicht auf der Strecke vielleicht die Curbs beschädigen. Die Strecke, die wir fahren also im Grunde die 20,6 Kilometer Variante. Also wir haben ja oben an der T13, kurz bevor wir abbiegen, links die erste Ecke, Turn 1, Nordschleife, wird angestoppt. Und quasi letzte Kurve beim Abbiegen oben an der T13 wird abgestoppt. Und diese, ich weiß nicht, 150 Meter oder so, die dazwischen liegen, die werden rausgetrennt. Also wir fahren tatsächlich genauso, wie der Supertest traditionell bei Sportauto gefahren wird. Eine echte Hausnummer. Bisher schnellste Rundenzeit im Supertest Porsche 911 GT2 RS in 6,58. Fahrer Christian Gebhardt. Die größte Herausforderung wird für mich jetzt mal sein, dass ich nichts verkehrt mache. Weil da sind mit Sicherheit so viele Dinge zu beachten in dem Traktor. Getriebe, ja, dann 1000 Knöpfe. Alter, ansonsten zum Vorwärtsfahren, Knopf drücken, Hebel nach vorne, er macht Bremse auf und schon können wir losfahren. Hier oben können wir alle Lichter einschalten. Ja, machen wir. Licht ist gut, Licht ist gut, Licht kommt gut. Licht kommt gut. Herrlich. Was ist, wenn wir den noch anmachen? Das sind dann die oberen Scheinwerfer. Ja, die machen wir auch noch an. Gut. Genau. So, und jetzt kann ich los. Kannst du losfahren. Hat der eigentlich auch ein ESP? Nee. Okay. Also kein Sport-ESP für mich? Kein Sport-ESP. Bist du verrückt? Er lenkt auf beiden Achsen, ein bisschen Obacht geben, und die Hinterachse lenkt geschwindigkeitsabhängig mit. Heißt, je schneller das du fährst, desto weniger lenkt er hinten. Je langsamer das du fährst, desto mehr lenkt er hinten mit. Gar nicht so viel einschlagen. Ich hab Muffe, ich hab Muffe. Der ist aber sehr weich gefedert, ne? Ja. Alter. Das glaubt mir doch kein Mensch, was wir hier machen, oder? Geht schon. Geht das? Geht. Scheiße. Leicht nach links einschlagen, ganz leicht. Genau. Und schon geht das.
Besonderheit des Xerion VC, man kann die komplette Kabine drehen, zum Rückwärtsfahren. Einmal um 180 Grad gewendet, geht es rückwärts so schnell wie vorwärts. Dazu kommt eine noch exklusivere Aussicht. Hebel nach vorne gleichzeitig passt und schon geht's vorwärts. Ist geil, oder? Ich habe das Gefühl, irgendwie so in der Schwebebahn zu sein. Die Wuppertaler Schwebebahn. Da kannst du rüber durchsteigen. Ne? Oh, toll. Oh. Haben wir jetzt permanent ein Allrad oder Ja, irgendwie? es ist wie Audi Quattro fahren. Audi Quattro. Wie Audi Quattro fahren. Also 50-50. Genau. Dass auch bloß nichts passiert auf der. Warum ruckelt der jetzt so? Chef, was ist das? Das ist ein Geschwindigkeitsbereich, wo man kurz huckelt. Okay. Also hier fahre ich nicht alle Kurven voll, das weiß ich jetzt schon. Jetzt fahren wir 51,8. Richtig. Alter Verwalter. Oh, und wenn wir eine Vollbremsung machen, kippt der nicht nach vorne weg? Nee. Sagst du. Die schnellste von mir gefahrene Runde auf der Nordschleife, da kann ich dir gar nicht beantworten. Weil ich ja das Glück habe, hier mit allem Möglichen drüber zu fahren, auch mit Rennautos und so. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir so 6 Minuten 40, 42 so in den Dreh. Ja, wenn wir das noch rausrechnen, dann sind wir vielleicht unter 40, also so in dem Dreh wird es liegen. Das werden wohl so mit GT3-Autos meine schnellsten gefahrenen Rundenzeiten gewesen sein. Und ich glaube, dass wir heute nicht ganz an die Zeiten drankommen, aber ich bin optimistisch. So, und los geht's. Oh, nee. Oh, nee, das schaukelt hier alles. Wippt, macht, tut. Jetzt geht's. Was haben wir dann? Topspeed 53, geht bergab. Sensationell. GPS sagt auch, Race Navigator 52, 53, wunderbar. Okay. Komm, jetzt nicht langsamer werden. Hallo. Oh. Kinders, ey. Also, an dem Setup müssen wir aber noch ein bisschen was tun. Druckzugstufe! Adaptiver Dämpfer muss hier rein. Oh. Mein Gott, ich habe das noch nie aus der Perspektive gesehen, wie hoch das hier ist. Geil. So, komm, ey, ich fahre jetzt hier trotzdem über den Curb. Ihr könnt mich mal, ey. So, bums. Das geht schon. Hier auch nochmal. Auch hier schön raustragen lassen. Am Curb abstützen. Wunderbar. Gut. So, auch hier etwas später einlenken. Scheitel treffen. Traktion. Vollgas. Ja, herrlich. Wunderbar. Kein Problem hier, ey. Schön raustragen lassen bis an die Curbs, dass das rattert. Das ist immer ein gutes Gefühl. Ja, passt. So. So ein Tempomat wäre jetzt nicht schlecht, ey. Hat der sowas? Oh, hier haben wir auch Zuschauer, Fans. Grüßt euch, Jungs. Der Vorteil ist, dass wir jetzt auch Zeit haben, den Leuten mal anständig zu winken. Das ist das, was ich sagen muss. Als ich angefangen habe, hier auf der Nordschleife Rennen zu fahren, mit einem Renault Clio damals, da hattest du noch so ein Gruppe N-Auto Zeit und konntest überall den Fans winken, während des Rennens. Aber ich muss euch sagen, so GT3-Zeitalter, da hat sich das erledigt. Da hast du so viel Arbeit. Aber hier klappt das wieder sehr gut. So, Flugplatz, sehr schön. Eine Linie fahren. Man merkt auch hier sehr schön die Hinterachslenkung. Ne, merkt man nicht, die ist ja deaktiviert bei höheren Geschwindigkeiten. Aber auch sonst, wenn man jetzt hier mal so lenkt, ich muss schon sagen, die Lenkung ist sehr schön indirekt.
Und was die Sache natürlich sehr entspannend macht. So, Motordrehzahl, wir pendeln uns immer so bei 1670 bergab, kratzen wir so an die 1700 Umdrehungen. Ja, knapp. Schön. Was haben wir noch hier an Werten? Tank ist voll, 100%. Die Bremse arbeitet mit 8 Bar und ich glaube, das Wasser hat 84 Grad. Na, wunderbar. So. Das Schöne ist, hier ist normalerweise eine Kuppe. Ich kann ja über die Kuppe hinweg gucken. Da ist keine Kuppe mehr. So, Schwedenkreuz sollte voll gehen. Ja, geht voll. Sehr schön. Na, jetzt fängt es auch ein bisschen an zu regnen hier. So, die haben hier eine Kamera aufgebaut. Ich soll da mittig drüber fahren. Steht. Gut. So, Aachener Kurve, die bin ich noch nie voll gefahren. Geht aber auch gut. Schön. Ja. Ach du Scheiße. Hier ist eine Brücke. Geht das? Ja, ging. So, Scheibenwischer. Fängt ein bisschen an zu nieseln hier. Oh, jetzt merkst du erstmal, diese Bodenwellen hier, ne? Die merkst du hier in dem noch viel stärker, weil er sich so aufschaukelt. So. Er hat mir irgendwas erzählt davon, dass da der Scheibenwischer wäre. Ah, herrlich. Uiuiuiuiui. Jetzt haben wir schon 1800 Umdrehungen, 62,3 km/h. Aber hier geht es auch böse bergab. Das ist eine ganz andere Perspektive, diese Fuchsröhre mal von oben zu sehen. Oh, jetzt geht er aber doch in die Knie hier. Hat der Motor aber doch zu arbeiten. Ich dachte, der würde das einfach so wegbügeln hier. Komm, über die Curbs. Ja, geht. Wunderbar. Herrlich. So. Adenauer Forst. Schön sauber einlenken, geht flat, ja, wunderbar. Obwohl, nee. Hallo? Hey! Also jetzt würde ich mir schon eine etwas direktere Lenkung wünschen. Ich meine, ich hätte einen Untersteuern gehabt, ey. Also im Momentan habe ich ja um die 51 km/h und ich glaube mit einem GT3 hast du hier in dem Linksknick, boah, 211, 215 wirst du drauf haben, ja. Aber ich fühle mich jetzt schneller im Moment. Das Schöne ist ja, man soll ja normalerweise immer beide Hände am Lenkrad haben, aber ich habe ja hier diesen Knauf oben dran. Also ich kann tatsächlich mit einer Hand fahren. Wir sollten uns mal überlegen, zukünftig bei Fastlap und generell auch so einen Knauf dran zu machen, würde die Sache etwas erleichtern. Bei so einem PDK-Getriebe ist das eine gute Geschichte. Okay, die Kurve ging auch voll. Aber Breitscheid, ne, Wehrseifen werde ich nicht voll fahren. Da habe ich Angst. Meine ich. Ah, herrlich, Spiegelkurve. Schön, ey. Ah, hier habe ich auch die Kompression gespürt. Super. Toll.
So, dann hier einmal einlenken. Brauchst nur einmal einlenken. Einmal. Okay, und triffst hier den Scheitelpunkt. Lenkwinkel beibehalten und der führt dich automatisch nach außen hier zur Grasnarbe. Da können wir ja mal ranfahren, vielleicht staubt es auch ein bisschen, weil dann waren wir richtig schnell. So, aber hier fahre ich nicht voll. Fahrt mal ein bisschen weg hier, ich habe Angst. Achtung! Jetzt müssten wir eigentlich so langsam zur Stelle kommen. Nee, ich bremse ab. Oh, das wird zu schnell. Oh. Hilfe. Ey, mein Gott. Oh. Ich hatte das noch nie, ne? dass ich Angst hatte. Also ich hatte jetzt gerade echt Angst. Ich dachte, ich rutsche raus oder wir fallen um oder so. Oh, hier Zuschauer. Hallo, grüßt euch. Ja, Tag auch. Ja, herrlich. Auch hier schön raustragen lassen. An den Curb dran. Zack. So, dann auch mit einem Lenkwinkel rüber, sofort nach links an den Curb. Und dann musst du hier relativ spät einlenken. Ja. Dann die Curbs nicht berühren. Auch den Außencurb nicht, hier Ex-Mühle hoch. Oh, jetzt gehen wir aber in die Knie. 37,5. Naja gut, wir müssen bedenken, das Eigengewicht, ne? Der ist schon schwer, der Apparat hier. So. Und weiter. Ach du Scheiße, wir sind schon bei 9 Minuten 54. Kurz vor Niki Lauda links. Da hätte ich normalerweise schon... Da wäre ich schon in der Boxengasse zurück. Da wäre ich schon über Start-Ziel gefahren. Grand Prix-Strecke. Und wäre schon in der Box und hätte mich schon abgeschnallt. So, hier Lauda links. Schön raustragen lassen. Und dann hier schräg rüber anbremsen, geradeaus anbremsen, auf die Leitplanke zu. Immer an die Leitplanke orientieren, die neu ist, weil da knallen die alle immer rein. Ja, so, und dann einlenken. Und auch hier wieder. Einlenkwinkel. Schön raustragen lassen, bis an die Grasnarbe, an den Curb. Und dann geht es hier hoch. Kesselchen, Klostertal. Hier hat man normalerweise ein bisschen Zeit. Jetzt sind wir schon bei 10,44, gut. Hier hat man normalerweise ein bisschen Zeit. Man guckt so ein bisschen aufs Dashboard. Man prüft die Temperaturen. Spiegelkontrollblick. Herrlich. Schön Fahrbahnmitte bleiben normalerweise. Ganz safe hier hoch. Also ich muss sagen, die Reifen bleiben vom Grip-Level echt konstant. Also die bauen nicht ab bis jetzt oder so. Alles gut. Material ist standfest. Benzinverbrauch ist auch immer noch gut. Ich habe immer noch 100% laut Tankanzeige. So. Ist interessant auch mal so hinter die Leitplanken zu gucken hier. Man sieht viel mehr. Ich kenne das ja alles so ein bisschen, weil ich ja öfter mit dem Mountainbike hier lang fahre. Aber das ist wirklich eine ganz andere Perspektive. Und wenn du mal hier über die Leitplanke gehen solltest, inzwischen ist da ja so ein Fiat-Zaun, aber da wärst du früher ganz schön tief geflogen noch. So. Klostertal. Hier fahren wir normalerweise im GT3-Auto so um die 245, 47 den Berg hoch. Ist bei uns ein bisschen träger im Moment, 46,5. Jetzt kommt die Mutkurve. Das ist schon immer ein mulmiges Gefühl, wenn man dahin fährt. Diesmal nicht, also ich weiß, dass die voll geht, aber sonst, ich mag die Kurve überhaupt nicht. Ich mag sie nicht, weil du immer das Gefühl hast, du bist zu langsam. Einlenken, wenn die Rasengittersteine aufhören, lenken wir einmal ein. Das sieht schon wieder ganz anders aus wie normalerweise. Einlenkwinkel und du hast immer das Gefühl, du bist zu langsam. Jetzt habe ich es wirklich.
Im Rennauto immer, du bist zu langsam. Ich kenne das aber auch, wenn du zu schnell bist. Eingeschlagen bin ich hier noch nicht, aber war schon ein paar Mal knapp davor. So. Okay. Jetzt Anfahrt hier. Müllerkurve, heißt leider Müllerkurve, weil hier damals 1981 der Herbert Müller tödlich verunglückt ist. Über die Kuppe, schön links halten. Herrlich, wunderbar. So, wir kommen, Anfahrt Karussell bzw. Steilstrecke. Das wäre eigentlich ein Job für uns, dass wir jetzt die alte Steilstrecke hochfahren. Da würden wir auch Zeit sparen. Leider ist das Tor zu. Also fahren wir. Die geht auch voll, die Kurve. Ah, super. Auch wenn man so nachlenkt oder so, muss man schon sagen, der Reifen, der kann die Seitenführung relativ lange schön übertragen. Also Nasshandling ist auch okay, wir haben wieder ein bisschen Regen. Ich mache mal den Scheibenwischer an. Wir nähern uns jetzt übrigens dem, der Scheibenwischer ist ein Knaller, ey. Herrliches Teil. So, Karussell. Man hat mir erlaubt, ich dürfte innen fahren. Aber ich habe Angst, dass wir umfallen. Hey. Nein, nein, nein. Nee. Hey, Hilfe. Hallo. Na, ey. Oh, ich habe gedacht, wir fliegen raus. Oder so, am Springen. Also ihr lieben Leute von Klaas, mein Funkgerät, Moment. Oh, mein Funkgerät. Scheiße, jetzt habe ich es wieder. Ich sitze hier auf meinem Funkgerät. Ich bin so gesprungen, dass ich aus dem Sitz raus, Funkgerät runtergefallen. Also ihr lieben Leute, da müssen wir drüber reden. Das hier geht so nicht. Ich habe nichts gegen einen ordentlichen Federweg. Das ist auch gut so, brauchen wir auch für Nordschleife auch. Aber Druckzugstufe viel zu weich. Wir sind nur am Pumpen. Da müssen wir nacharbeiten. Das geht so wirklich nicht. Ja? 15 Minuten 20. Hier geht er aber jetzt, aber das ist auch verdammt steil hier hoch. Leute, wer hier schon mal Hohe 8 hoch mit dem Fahrrad gefahren ist, generell Klostertal Steilstrecke, der weiß, wovon wir sprechen. Und also nicht wundern, dass hier die Drehzahl leicht in die Knie geht. Aber oben angekommen kann sich das Motörchen erholen, weil dann baut er wieder ruckzuck Drehzahl auf, weil jetzt geht es eigentlich bergab. Ja. Bis zum Brünnchen 2 geht es nur noch jetzt tendenziell, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Eschbach hoch geht nochmal berghoch, aber das Gröbste haben wir hinter uns. So, Wippermann. Hier fahre ich total gerne. Das ist wunderschön. In die rechts rein, dann links, rechts. Man kann über die Curbs, also den rechten auf jeden Fall. So, herrlich. Das ist eine ganz tolle Geschichte hier. Sehr rhythmisch fahren, sehr sauber fahren. So, dann hier links an den Curb dran. Manche fahren auch drauf. Ja, ich fahre jetzt mal nur dran. Aber hier voll drüber. Keine Gnade. Ja, aber dann wippt er wieder so. Das war der Wippermann. Jetzt kommen wir hoch zu Eschbach. Da steht auch ein Fan. 2, 3, 4. Grüßt euch. Curbs hören auf. Sauber einlenken. Ja. Dann Scheitelpunkt treffen. Wenig Lenkwinkel. Die meisten überlenken hier immer. Und dann raustragen lassen bis zu den Rasengittersteinen. Das muss so ein bisschen rattern. Tut's hier nicht. Okay. So. Eschbach. Rein ins Brünnchen. Mal gucken, wie viele Zuschauer da stehen. Oh, da sind welche. Die Polizei ist auch da. Sensationell. Oh, ey. So, auch hier wieder schön raustragen lassen. Hier bist du eigentlich immer der Held. Wenn das noch ein bisschen staubt, dann wissen die Leute, dass du alles gegeben hast. So, auch hier wieder. Brünnchen 2, Curbs hören auf. In dem Moment baust du den Lenkwinkel sauber auf. Nicht zu schnell in die Kurve reingehen. Ans Gas. Und dann schön raustragen lassen, raustragen lassen. Ja. Auch hier Rasengittersteine an den Curb anlehnen, wunderbar. So, wir kommen zur Eiskurve. Mag ich persönlich gar nicht. Ist so auch immer, du hast immer beim Reinfahren, darfst nicht zu schnell rein. Du hast immer das Gefühl, beim Reinfahren zu langsam zu sein. Ab Scheitel wird das Auto, quält man sich da durch. Man kann am Exit hier über den Curb fahren. Und dann geht es runter zum Pflanzgarten. Sehr schöner Abschnitt, macht mir total viel Freude. Allein schon dieses Bergabstück hier ist herrlich. So,
Und dann haben wir hier vorne die Pflanzgarten 1, die kleine Sprungkuppe. Und danach Auto landet, schnell Ruhe reinbringen, die Räder ein bisschen Kontakt haben. Im Rennauto ist auch so, über die Kuppe wird nicht gebremst, vorher ein bisschen vielleicht und wenn das Auto gelandet ist, bei Bedarf nochmal, aber nicht in der Luft bremsen, weil sonst haben wir das Problem, dass die Räder zum Stehen kommen bzw. das ABS-System anfängt zu spinnen. So, nach der Landung sauber einmal hier Lenkwinkel aufbauen, anlenken nach links. Wir nähern uns Pflanzgarten 2. Sollte jetzt voll gehen. Auch hier total wichtig. Fahre niemals ganz an den Curb. Immer ein bisschen Luft lassen, weil der Curb macht das Auto nervös. Ja, mit dem Rennauto dann springen wir hier schon ein paar Meter. Wir wippen hier nur. Was haben wir denn an Uhrzeit bis jetzt? 18 Minuten 59. Ich glaube, den Walter Röhrl haben wir im Griff. So, Bell auf S. Schön hier. Da sind auch viele Bodenwellen drin. Die Autos werden sehr nervös. Merke ich jetzt nichts von hier. Sind so lange Wellen. Muss man also wirklich versuchen, Auto stabil zu halten, ruhig zu halten. Und dann geht es rüber, Anfahrt zum Schwalbenschwanz. Herrlich. Aber es regnet so ein bisschen. Aber ich habe noch nie einen Scheibenwischer gehabt, der einmal komplett umgeht. Noch nie. Süß. So, auch hier, genau. Anbremsen von außen, also nach außen hin. Bremse lösen. Sauber anlenken, Lenkwinkel aufbauen. Der Lenkwinkel führt mich genau hoch in die Einfahrt hier. Zu links, Schwalbenschwanz. Später einlenken. Innen knapp an den Curb dran, haben wir auch geschafft. Raustragen bis auf den Curb, der ist jetzt nass, müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir hier, nennen wir auch kleines Karussell. Ja? Also nochmal das ähnliche Layout wie im tatsächlichen Karussell. Oh, jetzt springt er wieder, pass auf, Achtung. Oh. Ne, ey. Halleluja. Hier sind aber schon richtig nass jetzt, ne? Aber das geht immer noch. Man muss den Reifen ein Kompliment aussprechen. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Allround-Reifen. Der hat mich bisher auf trockener Fahrbahn nicht im Stich gelassen. Und auch jetzt hier, wo es feucht wird. Absolut genial. Nulllage, anlenken, sehr schön. Der setzt die Befehle sauber um. Bremsperformance weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Aber sonst ist der gut. So, Windschatten suchen, Döttinger Höhe. Ich klemme mich mal an euch hinten dran, ja. Mal gucken, ob es das bringt. 50,2. Das hat mich schon. Oh. Mein Gott. Hier der Retterrad, linke Seite, Tankstelle. Er hat heute Morgen noch gemeckert, weil wir da mit diesem riesen Apparat bei ihm Luft geprüft haben. Ah, wie schön, ey. Herrlich. Ach, wir müssen ja hinten rausfahren, ne? T13. Ich wollte jetzt hier schon raus. Ich habe nämlich Hunger. Hunger, Durst. Was aber super funktioniert, muss ich mal loben. Die Klimaanlage ist richtig gut. Also ich habe die für ihn runtergesetzt auf 18 Grad und einwandfrei. Wirklich sehr schön. Und was der auch hat, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir können auch hier, wir haben auch so Sonnenrollos drin. Ne? Ja? Gute Geschichte. Hinten auch. Also das klappt wirklich gut hier alles soweit. Wie gesagt, ich bin mit dem ganzen Thema sehr zufrieden, nur Dämpferabstimmung, das ist mir zu weich. Also da
Ich mag es gerne, wenn Autos nicht hart abrollen, wenn sie schön die Wellen mitnehmen, man auch das Gefühl hat, dass das Chassis, sagen wir mal, immer schön in der Ebene bleibt, ohne dass es, sagen wir mal, so extrem schnell ein- und ausfedert. Aber dass hier diese langen und dann, dass der sich so aufschaukelt, jetzt fängt er wieder an damit. Nein, ey, hallo! Boah! Kinders! Ach so, ich fahre ja rückwärts, ja. Ich fahre rückwärts. Da muss man sich mal vorstellen. Weil wir wollten nämlich damit jetzt mal, es gibt Traktoren, die können sogar schneller fahren, aber rückwärts dürfen die das nicht, ja. Und der kann ja beides. Und das ist, wir haben die Kanzel gedreht und das ist natürlich nochmal ein neues Gefühl, weil ich gucke ja direkt auf die Straße, ne? Und gucke ich nach hinten, dann sehe ich da ja quasi das Motörchen. Und also, das ist schon Trecker untypisch. Mir wäre andersrum eigentlich lieber, muss ich zugeben. Das ist ein komisches Gefühl. Weil ich kenne das noch von Onkel Peter, seinem Porsche-Traktor. Da war ja dann die lange Haube, der Auspuff und ja, das war mir sympathischer. Aber jetzt weiß ich auch, wie sich ein LKW-Fahrer fühlt, ne? So, Tiergarten, Hohenrhein-Schikane, wunderbar. Normalerweise massive Kompression, wenn wir hier so mit 275 voll das Loch reinfahren. Manchmal sogar noch schneller. Oh. So, dann anbremsen, Hohenrhein-Schikane. Hier links knapp an der Leitplanke entlang. Ich glaube, die Ecke geht jetzt voll. Achtung. So, einlenken. Darf ich überhaupt die Rundenzeit sagen? Geht die Kurve voll? Ich bin mir nicht sicher. Komm, ich probier's. Oh, scheiße. Die geht nicht voll. Oh. So. Okay, Leute. Die finale Gesamtzeit nach 20,6 Kilometern, 24 Minuten, 50 Sekunden und 57 Hundertstel. Das kann keiner nachvollziehen, der nicht selber so ein Ding schon mal gefahren hat. Weil du so extrem hoch drin sitzt und dann da einlenkst. Und du musst ja bedenken, wenn du jetzt hingehst und einlenkst, der hohe Schwerpunkt, er rollt jetzt nicht unbedingt wie ein Auto, aber es ist natürlich, wenn du da oben drauf thronst, ein ganz anderes Fahrgefühl. Wenn du da so hoch drin sitzt, du guckst ja über die Leitplanken. Ich sehe ja sonst normalerweise in einem Rennauto immer nur die Leitplanken als Kanal. Und auf einmal fahre ich da lang und sitze ganz hoch und gucke sogar drüber hinweg, in die Landschaft hinein. Und das ist schon seltsam. Ich fahre die Fuchsröhre runter und gucke. Also normalerweise fährst runter und dann fährst du hoch. Und in dem Traktor, da fährst du runter und du kannst die komplette Fuchsröhre überblicken. Und dann, das ist ganz anders. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Runden ich hier gefahren bin. Da werden ja immer, die meisten erzählen dummes Zeug. Ich habe keine Ahnung. 3, 4, 5, ich weiß es nicht. Ist doch egal. So. Und ich habe auch schon viele verschiedene Rennautos hier fahren dürfen. Ich habe auch schon sehr, sehr viele sehr schöne Sportwagen, kleine, große, alles hier bewegt. Aber ich sag dir, das hier ist mit Abstand, mit großem Abstand das Besonderste, was ich je gemacht habe.